Hallo Leute, Grüße aus Ehrwald. Ja, das ist meine nächste Abenteuertour und schon wieder bin ich in den Alpen. Aber diesmal tief im Winter und genauso wie wir einen starken Sommer hatten, haben wir gerade einen starken Winter, zumindest in Österreich. Ja, Ehrwald ist in Österreich, in Tirol, um genauer zu sein, am Fuße der Zugspitze, ziemlich nah an Garmisch-Partenkirchen. Und man könnte sagen, es ist durchaus meine zweite Heimat. Bin hier schon immer hergekommen und werde es weiterhin tun. Zu allen Jahreszeiten, immer wenn man nicht wusste, wohin, immer hierhin. Ja. Und habe heute eine Schneeschuhwanderung gemacht und bin gerade schon wieder auf dem Rückweg. Und durch diese ganzen Schneemassen, man sieht hier, ist ja alles voll von Schnee, muss man aufpassen wegen Lawinen. Und man kann sowieso nicht überall wandern, so wie im Sommer. Aber Schneeschuhwandern ist ja einiges anstrengender als normales Wandern. Und deswegen reicht mir auch so eine kurze Wanderung. Fotografisch gesehen macht das alles, also das ganze Schneewetter hier, die Fotografie sehr schwierig. Der Wetterbericht sagt, die ganze Woche wird es schneien und Schnee heißt ja auch, dass halt dicke Wolken aufziehen und man quasi nie den Himmel sieht und auch die Sonne nicht. Also wird es sich mehr um Details diesmal handeln, die ich fotografiere. Also es geht nicht um das große Ganze, dieses Panorama. Ich werde euch wahrscheinlich nicht Ehrwald und Umgebung, die Zugspitze und so zeigen können, weil eben die Wetterverhältnisse das nicht wirklich zulassen. Aber man kann ja was anderes machen und man wächst halt auch, weil man eben diese Sachen nicht machen kann, die man eigentlich geplant hatte, kann man halt mal was anderes suchen und um sich andere Motive kümmern. Und das mache ich jetzt auch. Also hier habe ich diesen Teil, diesen Korridor sozusagen, habe ich gefunden. Ist echt schön. Man sieht ziemlich weit hinten und irgendwann hört der Blick halt auch auf. Und die ganzen Stämme der Bäume sind voll von Schnee, sind nicht voll von Schnee, aber haben so Teile mit Schnee, weil der Schnee ja von allen Seiten kommt. Aber die Bäume halt eben ziemlich steil sind und der Schnee eben nicht immer haften bleibt. Und das sieht richtig cool aus. Und auch die Dichte der Bäume finde ich auch super. Ja, ich guck mal, was ich mache. Ob Hochformat oder Querformat, das werde ich gleich entscheiden. Ich habe meine Kamera noch nicht aufgestellt, weil es einfach so stark schneit gerade und möchte das halt ganz knapp halten. Kamera raus, auf Stativ drauf, fokussieren, Bild machen und dann Kamera schleunigst wieder in den Rucksack rein. Ja, genau, wo fokussiere ich eigentlich? Was ist denn das Interessanteste? Denk mal irgendwo in der Mitte. Und die Blende darf nicht zu niedrig und auch nicht zu hoch sein.
Das hier ist Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze. Und das da hinten ist für die meisten ein unbekannter Berg. Das ist die Sonnenspitze, aber genauso geil. Ja, ich habe mal hier gestoppt, um ein Foto zu machen. Und im Grunde genommen ist es nichts Spezielles, es ist einfach die Zugspitze. Es geht halt mehr darum, die ganze Zeit so lange zu wandern, bis du den richtigen Punkt erreicht hast. Immer wieder nach hinten und nach vorne und zu allen Seiten schauen und gucken, wie die Perspektive sich ändert. Und dann irgendwann wirst du dann den für dich richtigen Punkt finden, wo du dann stehen bleiben kannst und ein gutes Foto machen kannst. Und für mich ist es hier eben wegen diesem Vordergrund, wo eigentlich nichts ist, nur Schnee. Ja, und dann habe ich mal den 10-Stopp-Filter hier drauf gehauen. Einfach mal ein bisschen einen Effekt reinzubringen und dass das Bild nicht zu langweilig wirkt. Ja, ich bin gespannt. Bisher sieht es nicht so schlecht aus. Also ich habe eigentlich gedacht, heute noch so ein richtig geiles Sonnenuntergangsfoto zu machen. Aber es sieht irgendwie nicht so danach aus. Ne? Deswegen kann es durchaus sein, dass das hier mein letztes Foto von heute sein wird. Ja, eigentlich im Grunde genommen mache ich dasselbe Foto wie eben, nur jetzt die Sonnenspitze im Bild. Und aber von der Brennweite her etwas näher dran. Und ansonsten auch Filter, 10-Stoppfilter, Polfilter dran. Ja, aber ich glaube hier sind die Wolken interessanter. Und da hier bei der Zugspitze ist schon ziemlich alles zu. Deswegen schauen wir mal. Ich bin gerade wieder zurück an derselben Location, an derselben Stelle wie eben, weil gerade lichtmäßig was richtig Interessantes hier an der Zugspitze passiert. Ich mache gerade mehrere Fotos, weil keine Ahnung, wann der richtige Zeitpunkt ist, ne? Also als ich eben das erste Foto gemacht habe, da konnte man maximal von einem guten Bild reden. Aber jetzt mit der Wolke, mit dem ganzen Lichtspiel da, was gerade passiert ist, das ist einfach nur geil. Und so kann halt kompositionstechnisch gesehen ein ziemlich einfaches, ziemlich langweiliges Bild, könnte man schon sagen, zu so einem richtig geilen Bild werden. Und jetzt habe ich halt auch wieder hohe Hoffnungen auf einen coolen Sonnenuntergang. Und jetzt muss ich mir halt Gedanken machen, ob ich diese Bergkette nehme oder die Zugspitze. Aber wenn die Wolke da oben so bleibt oder noch besser wird, dann glaube ich, entscheide ich mich für die Zugspitze. Ansonsten gehe ich halt kurz dann wieder zurück da drüben und mach da ein Foto. Aber jetzt hat man voll die Option, jetzt muss man gucken, was man macht und was das Beste ist. Ob ich beides schaffe, das glaube ich nicht. Ich präsentiere die Zugspitze at its best. Es ist wirklich ein absolutes Spektakel, richtig geil, einfach nur geil. Und guckt euch das an. Hinter mir ist Lermoos und auch der Himmel brennt. Das ist einfach geil. Also nur gibt es da leider kein Motiv. Aber das ist nicht so schlimm. Also alles in allem ein wunderschöner Sonnenuntergang.
nach so viel Schneefall, was auch richtig geil ist. Aber den Himmel haben wir seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Die Schneedecke wird immer größer. Da sieht man auch, man sieht es schön an den Dächern da. Ja, aber wenn sich dann alles beruhigt, der Himmel sich auflockert, die Wolken etwas, der Himmel aufklärt und die Wolken auflockern, dann passiert halt sowas. Und das ist zauberhaft. Richtig, richtig, richtig geil. Hallo Leute, guten Morgen. Ich stehe quasi da, wo ich gestern stand. Und ich habe mich auch bewusst für die Zugspitze entschieden. Da habe ich gestern sehr gut beobachten können, wie das Licht noch viel länger die Zugspitze anstrahlte, während die Sonnenspitze schon längst im Schatten war. Es fehlt nicht mehr viel und dann kommt das Licht auch raus. Und ich denke mal, wenn ich das im Kasten habe und das Licht nicht zu grell ist, dann werde ich noch kurz da drüben hinwandern. Nicht wandern, sondern hingehen und auch noch die Sonnenspitze fotografieren. Aber das ist abzuwarten. Wie gesagt, vielleicht ist das Licht schon zu grell. Vielleicht ist das Licht nicht mehr gut genug. So, aber jetzt heißt es kurz warten bei minus 14 Grad. Aber es fühlt sich nicht so schlimm an. Es fühlt sich nicht so kalt an. Servus. Ja, wohlgemerkt, das hier ist eine Langlaufloipe und eigentlich darf man hier nicht rumgehen. Aber gut. Also ich warte jetzt hier schon ziemlich lange. Es ist mir schon echt kalt geworden. Und auch am Stativ, am Kabel, an der Kamera.
Da sieht man auch schon Frost. Und ich glaube nicht, dass ich diesmal sagen kann, es hat sich gelohnt. Also wie ihr seht, ist schon sehr hell geworden. Aber es ist nicht schön. Es ist absolut nicht schön. Also die Landschaft, natürlich ist sie schön. Aber fürs Foto, ich bleibe jetzt hier noch 10, 15 Minuten. Aber dann gehe ich auch. So, für mich ist es jetzt vorbei. Fazit von heute Morgen ist eher schlecht. Also im Winter lohnt sich's wohl nicht, die Zugspitze beim Sonnenaufgang zu fotografieren, weil es passiert einfach nicht. Oder sagen wir so, es passiert einfach nichts. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es wolkig gewesen wäre, dann wäre es eine andere Geschichte gewesen. Aber heute gab es keine Wolken. Und deswegen, es hat sich eigentlich nicht gelohnt.